We met through a fight. We got in a fight. Come to find out he was picking on the neighbor. We got in a little scuffle, nothing crazy. Er war der witzigste Mensch im Pawn Stars Store und Millionen von Menschen haben über ihn gelacht. Der Tod von Chumlee hat die Fans jedoch fassungslos und verzweifelt gemacht. Wo ist er jetzt? Und warum ist alles so schief gelaufen? Haben Sie schon einmal Pawn Stars gesehen? Der Buchstabe 1 steht für Ja, während der Buchstabe 0 für Nein steht. Austin Chumlee Russell war seit der Premiere von Pawn Stars im Jahr 2009 der Star der Show. Die Fans liebten seinen Sinn für Humor, aber hinter den Kulissen waren die Dinge nicht immer so, wie sie schienen. Aber bevor wir Chumlee erzählen, was passiert ist, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um dich anzumelden und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Wir bringen dir die wichtigsten unerzählten Geschichten von Hollywood, TV und Reality Stars. Die Zukunft von Austin Chumlee Russell und seine rechtlichen Probleme. Austin Chumlee Russell, der durch seine Teilnahme an der Reality-TV-Show Pawn Stars bekannt wurde, ist sowohl privat als auch beruflich weiterhin aktiv. Trotz gegenteiliger Behauptungen ist er immer noch frei und geht einer Vielzahl von Aktivitäten nach. Chumlee trägt nach wie vor maßgeblich zu Pawn Stars bei und verleiht der Show seinen eigenen Charme und sein Fachwissen. Pawn Stars Do America Staffel 2 wurde im April 2024 in Detroit gedreht. Als Spin-off besucht die Crew verschiedene amerikanische Orte auf der Suche nach einzigartigen Gegenständen. Neben seiner Arbeit im Fernsehen ist Chumlee auch Eigentümer von Chumlee's Candy on the Bluff, ein Süßwarengeschäft in Las Vegas, das neuartige und nostalgische Süßigkeiten verkauft. Das Unternehmen hat positive Kritiken erhalten und ist auch 2024 noch in Betrieb. In jüngster Zeit gab es unbegründete Behauptungen, dass Chumlee zu lebenslanger Haft verurteilt werden könnte. Chumlee wird seit dem 31. März 2025 nicht mehr festgehalten oder angeklagt. Daher sind diese Behauptungen unbegründet. Sowohl sein Geschäft als auch sein Engagement bei Pawn Stars bleiben intakt. Wird Chumlee die nächsten 15 Jahre hinter Gittern verbringen? Was ist schiefgelaufen? Als sich die Nachricht verbreitete, dass Austin Chumlee Russell zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt werden würde, waren die Fans der Pawn Stars schockiert. Der bekannte Reality-TV-Star, der wegen seines Humors und seiner lockeren Art seit langem ein Fanliebling ist, macht derzeit aus einem ganz anderen Grund Schlagzeilen. Viele sind neugierig, wie Chumlee in diese missliche Lage geraten ist und was das für seine Zukunft bedeutet. Das liegt daran, dass sein Job wegen rechtlicher Probleme in Gefahr ist. Schauen wir uns die verblüffenden Details an und finden wir die Wahrheit heraus. Es wird nicht einfach sein, die relevanten Papiere zu finden, da die Gerichtsverfahren von Chumlee heikel und komplex sind. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Einzelheiten, die Sie wissen sollten. Am 9. März 2016 wurde gegen Chumlee ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ein Durchsuchungsbefehl für seinen Wohnsitz ausgestellt. Chumlee wurde festgenommen, nachdem er im Zuge der Razzia in Gewahrsam genommen worden war. Am nächsten Tag wurde er jedoch aus der Haft entlassen und gegen Kaution freigelassen. Kurz nach seiner Freilassung sollte er vor Gericht erscheinen, um sich einer möglichen Anklage aufgrund der in seiner Wohnung entdeckten Beweise zu stellen, sodass seine rechtlichen Probleme nicht mit seiner Freilassung aufhörten. Aufgrund von Chumlees Bekanntheitsgrad und seiner Beteiligung an der Sendung Pawn Stars, die von vielen Zuschauern auf dem History Channel gesehen wird, erhielt der Fall große Aufmerksamkeit in den Medien. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen sah sich Chumlee mit schwerwiegenderen rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. 23. Mai 2016 wurde er offiziell wegen zahlreicher Drogenvergehen und unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Er wurde wegen 20 verschiedener Straftaten angeklagt. Chumlees Reise ins Pfandleihgewerbe. Für diese Verstöße drohten harte Strafen, darunter auch die Möglichkeit einer Gefängnisstrafe.
Um das Strafmaß zu mildern, gelang es seinem Anwaltsteam unter der Leitung von Rechtsanwalt David Chesnoff, eine Einigung auszuhandeln. Chumlee bekannte sich schuldig in Bezug auf eine Anklage wegen Waffenbesitzes, ein grobes Vergehen wegen versuchten Drogenbesitzes und eine Anklage wegen unerlaubten Besitzes einer Handfeuerwaffe. Die Parteien erzielten eine Vereinbarung, die Folgendes beinhaltete: Obwohl mit dieser Einigung eine Gefängnisstrafe vermieden wurde, war sie an bestimmte Bedingungen geknüpft. Gemäß den Bedingungen der Einigung wurde Chumlee eine 3-jährige Bewährungszeit auferlegt, in der er weiterhin alle geltenden Gesetze befolgen muss. Außerdem wurde ihm die Teilnahme an einer Therapie auferlegt, die höchstwahrscheinlich durchgeführt wurde, um mögliche Drogenmissbrauchsprobleme zu behandeln. Wenn es ihm gelingt, die Bewährungszeit ohne weitere Straftaten zu absolvieren, kann die Anklage je nach den vom Gericht festgelegten Bedingungen reduziert oder fallen gelassen werden. Der Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen auf Chumlees öffentliche Wahrnehmung und seine Karriere. Obwohl er immer noch bei Pawn Stars mitspielte, stellten seine rechtlichen Probleme seine Fähigkeit in Frage, weiterhin in der Show aufzutreten. Obwohl er einem Gefängnisaufenthalt entgehen konnte, wurde sein Image durch die weit verbreitete Berichterstattung über seine Verhaftung und die anschließende Einigung auf einen Vergleich unweigerlich beschädigt. Kennen Sie die Gründe, warum Chumlee in Hollywood als harter Kerl bekannt ist? Das liegt an seiner besonderen Erziehung und seinen Hobbys. Chumlee war bei den Zuschauern der Reality-TV-Show Pawn Stars wegen seiner lockeren und humorvollen Art bekannt, die er schon in jungen Jahren hatte. Als er etwa 12 Jahre alt war, erhielt er den Namen Chumlee, der inzwischen recht bekannt geworden ist. Chumlee, das Walross aus der beliebten Zeichentrickserie Tennessee Tuxedo and His Tales, diente als Inspiration für den Namen. Den Eltern eines von Russells frühen Freunden zufolge erinnerten Russells großes Kinn und sein breites Gesicht an Chumlee. Diese Feststellung führte zur Entwicklung des Begriffs. Der Titel begleitete ihn emotional und beruflich sein ganzes Leben lang und wurde schließlich zu seiner Hauptidentität. Chumlee wuchs in Nevada auf und war von der Kultur des Bundesstaates umgeben, in dessen Mittelpunkt die aufregende Las Vegas-Szene stand. Obwohl er nicht in Wohlstand aufwuchs, war er von interessanten Menschen und außergewöhnlichen Möglichkeiten umgeben. Er kannte Corey Harrison seit seiner Kindheit, und ihre enge Bindung sollte eine wichtige Rolle für seinen Lebensweg spielen. Die beiden wuchsen unzertrennlich zusammen, weil sie den gleichen Sinn für Humor, die gleiche Vorliebe für Unfug und die gleichen Interessen haben. Die Geschichte von Corys Familie im Pfandleihgeschäft ist lang und bedeutend. 1989 wurde die Pfandleihe Gold and Silver Pawn Shop von seinem Großvater Richard Harrison, dem alten Mann, und seinem Vater Rick Harrison gegründet. Rick Harrison gründete das Geschäft. Das Unternehmen, das sich auf seltene Antiquitäten und wertvolle historische Relikte spezialisiert hat, ist direkt am Las Vegas Strip angesiedelt und wurde sofort als lokale Institution bekannt. Chumlee wurde schon in jungen Jahren in die Welt des Pfandleihgeschäfts eingeführt, da er im Umfeld der Familie Harrison und ihres Unternehmens aufwuchs. Damals ahnte er jedoch noch nicht, dass er später maßgeblich zum Wachstum der Pfandleihbranche beitragen würde. Im Alter von 21 Jahren begann Chumlee im Gold and Silver Pawn Shop zu arbeiten. Obwohl er später als Reality-TV-Star bekannt wurde, war sein erster Job in der Organisation nicht so bemerkenswert, wie er es vielleicht gewesen wäre. Seine Hauptaufgabe war es, wie die anderer junger Angestellter, die gerade in der Pfandleihbranche anfingen, die Tätigkeiten hinter den Kulissen zu überwachen, die für einen reibungslosen Ablauf im Geschäft notwendig waren. Zu seinen Aufgaben gehörten das Be- und Entladen von sperrigen Gegenständen, die Überprüfung der Waren auf ihre Legitimität und Leistungsfähigkeit sowie die Ausstellung von Kaufzertifikaten für Kunden, die Gegenstände zum Weiterverkauf in das Geschäft brachten. Diese Positionen waren für den täglichen Betrieb des Unternehmens von entscheidender Bedeutung,
wurden aber weniger beachtet als die von Rick oder Corey Harrison. Chumlee hat sich im Laufe von 5 Jahren sehr angestrengt und sich nach und nach mehr über das Pfandleihgeschäft angeeignet. Um seinen Job zu machen, musste er sich über eine Vielzahl von Themen informieren, wie Antiquitäten, Schmuck, Sammlerstücke und technische Geräte. Chumlees persönliche Sammlungen und Interessen. Obwohl er nie als die führende Autorität des Ladens in Sachen historische Relikte oder Bewertungen angesehen wurde, verschaffte ihm die Tatsache, dass er bei Gold & Silver Pawn arbeitete, eine Fülle von Kenntnissen aus erster Hand über das vielfältige Sortiment der zum Kauf angebotenen Gegenstände. Durch sein lustiges und entspanntes Auftreten konnte Chumlee während dieser Zeit den Respekt und die Bewunderung seiner Mitarbeiter gewinnen. Durch seine enge Freundschaft mit Corey Harrison, den er seit seiner Kindheit kannte, konnte er sich problemlos in das Familienunternehmen integrieren. Ermöglicht wurde dies durch die Tatsache, dass er Corey Harrison kennenlernte. Und obwohl er häufig Gegenstand von Beleidigungen war oder die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte, war er weiterhin ein unverzichtbares Mitglied der Belegschaft des Pfandleihhauses. Als im Juli 2009 die Dreharbeiten für die erste Staffel von Pawn Stars begannen, veränderte sich Chumlees Leben grundlegend und tiefgreifend. Sie kamen zu dem Schluss, dass der History Channel der geeignetste Ort für die Ausstrahlung einer Reality-Fernsehsendung sein würde, die sich auf die täglichen Aktivitäten des Gold- und Silberpfandhauses konzentrieren würde. Die Ausstellung sollte nicht nur die faszinierenden und manchmal teuren Waren zeigen, die in den Laden gebracht wurden, sondern auch die Aufmerksamkeit auf die Bewertungen, Gespräche und historischen Einblicke lenken, die von den Mitarbeitern gegeben wurden. Chumlees Verhalten wird in Pawn Stars aus mehreren Gründen häufig als humorvoller Kontrast eingesetzt. Es handelt sich um eine Figur, die durch ihr fröhliches Auftreten und ihre zahlreichen Fauxpas die Zuschauer zum Lachen bringt und ihnen eine gute Zeit verschafft. Da sie ihn für nicht sehr intelligent halten und er sich häufig dumm anstellt, wenn es darum geht, Probleme im Pfandhaus zu lösen, machen sich die anderen Mitarbeiter wie Rick, Corey, Richard und Harrison, der ältere Mann, täglich über ihn lustig. Aufgrund dieser Charakterisierung wurde er von vielen Zuschauern liebevoll als Dorftrottel der Sendung bezeichnet. Obwohl diese Bezeichnung humorvoll gemeint war, ist sie ihm während seiner gesamten Karriere in der Fernsehbranche treu geblieben. Wenn es darum geht, Preise zu verhandeln oder festzulegen, erweist sich Chumlees Charakter als unkonzentriert. Träge, wenn es darum geht, bestimmte Ideen zu verstehen, oder er trifft bei mehreren Gelegenheiten schlechte Entscheidungen. Dies zeigt sich auch darin, dass er sich nicht konzentrieren kann. Diese Art von Situationen werden in den Medien regelmäßig verwendet. Er macht sich ständig über seine Kollegen lustig, sei es, weil er Schwierigkeiten hat, sich an historische Fakten zu erinnern, weil er nicht in der Lage ist, den tatsächlichen Wert eines Gegenstandes zu bestimmen, oder weil er sich einfach lächerlich macht, während er eigentlich arbeiten sollte. Dafür gibt es eine Reihe von möglichen Erklärungen. Sie ist vor allem deshalb so bekannt, weil Rick Harrison sich häufig über Chumlees Streiche beschwert und Corey Harrison, der beste Kumpel von Rick Harrison, dafür bekannt ist, dass er die Dinge auf direkte Art und Weise anspricht. Sogar Harrison, der ältere Mann, der für seine strenge Art berüchtigt war, hatte von Zeit zu Zeit seinen Anteil an humorvollen Bemerkungen. Wie sich herausstellte, war Richard eine Ausnahme von der Regel. Chumlee hingegen hat oft beteuert, dass er nicht ungeschickt ist, obwohl man sein Verhalten in der Sendung als das eines grinsenden Narren bezeichnen könnte. In einer Reihe von Interviews und Gesprächen hat er sich dahingehend geäußert, dass er häufig unterschätzt wird und dass ein großer Teil der Dummheiten, die er im Fernsehen darstellt, aus humoristischen Gründen übertrieben ist. Nach den Informationen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, hat er, im Gegensatz zu dem, wie er in der Sendung dargestellt wird, tatsächlich Bereiche, in denen er sehr begabt ist.
Dies wird in der Episode der 2. Staffel mit dem Titel Pinball Wizards auf sehr erstaunliche Weise veranschaulicht. Das Ausmaß an Fachwissen, das Chumlee in dieser Folge unter Beweis stellt. Als er sein außerordentliches Verständnis für Flipperautomaten demonstriert, ist so beeindruckend, dass Corey und der Rest der Crew davon völlig überwältigt sind. Chumlee hat nicht nur bewiesen, dass er sich mit der Geschichte von Flipperautomaten und deren Funktionsweise auskennt, sondern auch, dass er in der Lage ist, den tatsächlichen Marktwert dieser Geräte zu bestimmen. Es ist möglich, dass Corey und Rick den Eindruck hatten, dass Chumlee in diesem speziellen Bereich ein geringes intellektuelles Niveau hat, wie es auch in anderen Fällen der Fall ist. Indem er bewies, dass er trotzdem in der Lage war, dies zu tun, bewies Chumlee, dass sie falsch lagen. Dieser Chat war ein Wendepunkt, weil er Chumlees wahre Talente und Kenntnisse offenbarte, die über das hinausgingen, was man normalerweise annahm, und weil er Chumlees wahre Fähigkeiten offenbarte. Dass Chumlee in so kurzer Zeit zum Star aufstieg, war unmittelbar auf die erstaunliche Popularität der Sendung zurückzuführen. Im Gegensatz zu Corey, der als Erbe des Pfandleihers galt, und Rick, der für sein umfangreiches historisches Wissen verehrt wurde, hatte Chumlee keinen legitimen Anspruch auf Fachwissen oder Führung in der Branche. Darüber hinaus wurde er aufgrund seiner aufrichtigen Sympathie und seines humorvollen Timings zum vermarktungsfähigsten Mitglied der Gruppe, da er einen guten Ruf genoss. Nachdem er festgestellt hatte, dass die Zahl seiner Anhänger immer größer wurde, beschloss Chumlee, sein eigenes Unternehmen zu gründen, um aus seiner Berühmtheit Kapital zu schlagen. Er ist der Gründer eines Unternehmens, das sich auf den Groß- und Einzelhandel mit Scherzartikeln spezialisiert hat, die seinen Namen und sein Konterfei enthalten. Die Zielgruppe für sein Marketing, das von Wackelköpfen und anderen Erinnerungsstücken bis hin zu T-Shirts und Accessoires reichte, waren die Fans, die seine Figur in der Sendung liebgewonnen hatten. Er verkaufte eine breite Palette von Artikeln. Außerdem begann er vor seiner Abreise in sein Heimatland persönlich an Kongressen und anderen Veranstaltungen teilzunehmen, sich unter seine Bewunderer zu mischen und Autogramme zu geben. Durch diese Auftritte konnte er sich weiter als die gefragteste Figur der Pornstars etablieren und seinen Bekanntheitsgrad steigern. Außerdem konnte er seinen Bekanntheitsgrad steigern. Schon nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass Chumlees Firma in Bezug auf die erfolgreiche Auftragsabwicklung besser abschnitt als ein kleines, unabhängiges Unternehmen. Dies war darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach Chumlees Produkten stieg. Im Jahr 2010, genau ein Jahr nach dem Start der Show, traf Chumlee eine wichtige Entscheidung über seine finanzielle Situation. Gegen eine Summe von $1.500 verkaufte er 50% seiner Firma an Rick Harrison. Das Gold- und Silberpfandhaus konnte durch diese Anpassung Aufgaben übernehmen, die für seine Waren unerlässlich waren, was die Bearbeitung und Abwicklung der verschiedenen Aufträge wesentlich vereinfachte. Chumlee war in der Lage, seine Marke zu erweitern und die ständig wachsenden Bedürfnisse seiner Fangemeinde zu befriedigen, weil er die bereits vorhandene Infrastruktur des Unternehmens nutzte. Darüber hinaus konnte Chumlee aufgrund der Popularität, die er bei seinen Anhängern genoss, wirtschaftliche Perspektiven erkunden. B. Die Herstellung eigener Süßwaren. Die Fernsehbranche war nicht der einzige Sektor, der diese Errungenschaft feierte. Im Mai 2017 wurde Chumlees Candy on the Boulevard eröffnet. Ein Gourmet-Süßwarengeschäft in Las Vegas, das sich direkt gegenüber einem Pfandhaus befindet, das sich auf Gold- und Silbersammlungen spezialisiert hat. Kunden, die auf der Suche nach einem netten und nostalgischen Erlebnis waren, wurden von dem Restaurant angezogen, das nicht nur schnell zu einem beliebten Touristenort wurde, sondern auch Kunden anlockte, die auf der Suche nach einem solchen waren. Diejenigen, die sich für Pornstars begeistern konnten, hatten eine positive Meinung von dem Lokal. Chumlees Candy on the Boulevard ist darauf spezialisiert, seinen Kunden ein großes Sortiment an Süßigkeiten anzubieten,
Darunter klassische und nostalgische Süßigkeiten, die glückliche Kindheitserinnerungen hervorrufen. Die Kunden können in dem Geschäft eine Vielzahl von Markenprodukten sowie ein großes Sortiment an Schokolade, Bonbons, Toffees und neuartigen Süßigkeiten kaufen. Die Tatsache, dass Chumlee selbst häufig hier vorbeikommt, um mit den Kunden zu sprechen und Fotos zu machen, erklärt, warum der Laden zu einem Muss in Las Vegas geworden ist. Als Chumlee den Süßwarenladen eröffnete, war das ein kluger Schachzug. Denn so konnte er die Reichweite seiner Marke über den Einzelhandel und das Fernsehen hinaus erweitern. Das Süßwarengeschäft gab ihm die Möglichkeit, etwas anderes zu machen als die Marke Pawn Stars, die sich von der Pfandleihe unterscheidet, die sich hauptsächlich auf Antiquitäten und Schätze konzentriert, um einen ständigen Strom von Kunden, die sich für die Gegend interessieren, sowie von Touristen zu gewährleisten, entschied er sich, das Unternehmen in der Nähe des Gold- und Silberpfandhauses anzusiedeln. Obwohl Chumlee in dem Pfandhaus, in dem er arbeitet, hauptsächlich Gold und Silber verpfändet, hat er ein breites Spektrum an Hobbys. Er genießt ein breites Spektrum an Aktivitäten, von Videospielen und Musik bis hin zum Sammeln von Oldtimern und Schuhen. Sein vielfältiger Geschmack und seine Lebensweise spiegeln seinen breit gefächerten Lebensstil wider, zudem seine lockere Art, seine Liebe zur Popkultur, Nostalgie und Luxus gehören. Chumlees Schuhsammlung, die über 200 Paar Schuhe in verschiedenen Designs umfasst, ist eine seiner bekanntesten persönlichen Sammlungen. Wenn er Schuhe kauft, entscheidet er sich häufig für bekannte Marken wie Nike, Air, Jordan und Yeezy. Er hat eine besondere Vorliebe für teures, einzigartiges Schuhwerk. Auch Chumlee hat sich der Mode des Schuhsammelns verschrieben und betrachtet es sowohl als persönliches Vergnügen als auch als Investition. In der Popkultur ist das Sammeln von Turnschuhen zu einem Trend geworden. Seine Vorliebe für modische Schuhe in limitierter Auflage steht im Einklang mit seiner Vorliebe für Luxusgüter und Sammlerstücke, und er postet regelmäßig über seine Sammlung in den sozialen Medien. Chumlee ist ein leidenschaftlicher Sportfan, der neben Schuhen auch gerne eine Vielzahl von Sportarten sieht und spielt. Er hat seine Leidenschaft für Fußball, Basketball und Skateboarding gezeigt, obwohl er sich nicht offen mit einem Team identifiziert. Zu allem Überfluss spielt er auch noch gerne Videospiele und hat eine besondere Vorliebe für das Pokémon-Sammelkartenspiel. Im Einklang mit seiner Vorliebe für Nostalgie und alles, was mit Sammeln zu tun hat, hat er zugegeben, dass er sich für das Sammeln von Pokémon-Karten und das Spielen des Pokémon-Kartenspiels interessiert. Im Laufe der Jahrzehnte ist Pokémon zu einem wichtigen Bestandteil der Populärkultur geworden und Chumlee hat sein Interesse für diese beiden Freizeitbeschäftigungen bekundet. 2 Aktivitäten, denen Chumlee gerne nachgeht, sind Skaten und Videospiele. Diese Aktivitäten spiegeln sein sorgloses und jugendliches Auftreten wider. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war schon immer das Spielen von Videospielen. Und er hat oft darüber gesprochen, wie sehr er sie liebt, insbesondere die älteren Spiele. Außerdem hat er erklärt, dass er gerne ältere Spiele spielt. Seine Leidenschaft für alternative Sportarten und fremde Kulturen zeigt sich auch in seinem Skateboarding, das zu seinem lässigen Auftreten beiträgt. Chumlees vielseitiger Musikgeschmack zeigt sich in der Tatsache, dass er sowohl Rap als auch Punkrock mag. Trotz der großen Unterschiede zwischen diesen Genres gibt es Aspekte seiner Persönlichkeit, die sich in jedem von ihnen wiederfinden. Seine Punkrock-Musik spiegelt seine trotzige und unbekümmerte Haltung wider, während seine Rap-Tracks seine Liebe zu Luxus, Straßenkultur und aggressiver Selbstdarstellung zum Ausdruck bringen. Seine musikalische Wahl entspricht seiner Vielfalt an Interessen. Sie machen auch seine persönliche Marke insgesamt komplizierter. Chumlee sieht gerne fern, und zwar am liebsten actionreiche und kriminalistische Sendungen. Sons of Anarchy, Boardwalk Empire und Breaking Bad sind nur einige der Fernsehserien, die sie gerne sieht. Diese Fernsehserien haben wegen ihrer fesselnden Geschichten, komplexen Charaktere und Themen wie Macht,
Kriminalität und Loyalität viel Aufmerksamkeit erregt. Wenn man bedenkt, dass er vor allem für eine humorvolle Reality-Sendung bekannt ist, deutet die Tatsache, dass er sich diese Episoden gerne ansieht, darauf hin, dass er Geschichten mit Action, Drama und historischen Ereignissen mag. Das ist ein ziemliches Rätsel, denn er ist vor allem für eine Reality-Sendung bekannt. Sein 1986 Air Buick Regal, den Chumlee mit hydraulischen Hebebühnen vorne und hinten ausgestattet hat, ist einer seiner wertvollsten Besitztümer. Ein weiteres seiner Lieblingsautos ist dieses hier, eine bekannte Autosubkultur, die auf athletische Federungssysteme und auffälligen Stil Wert legt, nennt sich Lowrider-Kultur. Wenn es um den Lowrider-Lifestyle geht, wird dieser spezielle Fahrzeugumbau oft erwähnt. Sein Regal hebt sich vom Rest seiner Sammlung ab, da er sich für Lowrider begeistert und eine große Bewunderung für maßgefertigte Autos und einzigartige Handwerkskunst hegt. Der Regal ist eines von vielen Autos in Chumlees erstaunlicher Sammlung, die aus vielen verschiedenen Modellen besteht. Er besaß einen Impala SS von 1964 Ts, ein klassisches amerikanisches Muscle Car, das einen besonderen Platz in der Automobilgeschichte einnimmt, insbesondere in der Lowrider-Kultur, einen Cadillac Escalade, einen High-End-SUV, der bei Sportlern und Prominenten beliebt ist, einen Rolls-Royce Phantom, der für seinen luxuriösen Charakter und seinen Status als Symbol des Reichtums bekannt ist, einen Maserati Gran Turismo, einen italienischen Sportwagen, der Leistung und Eleganz vereint, einen Range Rover, einen Luxus-SUV, der Stil, Komfort und Geländegängigkeit vereint und so weiter. Die Tatsache, dass er sowohl amerikanische Oldtimer als auch leistungsstarke Exoten in seiner Sammlung hat, zeigt, dass er sowohl Luxus als auch Oldtimer mag. Er hat auch amerikanische Oldtimer in seiner Sammlung. Sein Besitz eines Maserati und eines Rolls-Royce Phantom, 2 Fahrzeuge, die seine Wertschätzung für feine Eleganz zeigen, sind ein Beweis für sein Engagement in der Street- und Lowrider-Kultur. Sein Chevrolet Impala und sein Buick Regal sind 2 weitere Fahrzeuge in seiner Sammlung. Chumlees Kampf, ihr Gewicht zu reduzieren, hat im Laufe der Jahre auch zu einer bedeutenden und intimen Metamorphose geführt. Seine Motivation für diese Fortschritte war vor allem der Wunsch, seine Gesundheit zu verbessern und die Erinnerungen an seinen Vater zu ehren. Die gründliche Dokumentation seiner Gewichtsprobleme und die daraus resultierenden Änderungen seines Lebensstils zeigen, dass er trotz der Herausforderungen, die er während seiner Versuche hatte, entschlossen ist, sich zu verbessern. Chumlees Weight Loss Experience. Im September 2013 hatte Chumlee eine deutliche Veränderung erfahren. Nach nur einem Jahr hatte sie eine beträchtliche Menge an Gewicht verloren und erreichte ein Gewicht von 75 Pfund, was 34 Kilo entspricht. Der Tod seines Vaters, der in den 2 Wochen vor der Premiere von Pawn Stars gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs kämpfte, war der Auslöser für seinen Wunsch, seinen Lebensstil zu ändern. Seit Beginn der letzten 2 Wochen kämpfte sein Vater gegen die Krankheit an. Obwohl sein Vater bereits verstorben war, war er zu diesem Zeitpunkt bereits 54 Jahre alt. Da Chumlee das schmerzhafte Ableben seines Vaters miterleben konnte, wurde er motiviert, seine eigene Gesundheit zu überprüfen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Dies war ein Weckruf für Chumlee, der Aufmerksamkeit brauchte. Chumlee nahm sich vor, eine strenge Diät zu halten und Sport zu treiben, um sein Ziel zu erreichen, die Menge an Körperfett zu reduzieren, die er besaß. Er begann, 6 Tage pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen und sich auf eine Kombination aus Aerobic und Krafttraining zu konzentrieren, um sein Übergewicht zu reduzieren. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um den Prozess der Gewichtsreduzierung, der zuvor stattgefunden hatte, zu erleichtern. Neben der Teilnahme an einer Vielzahl von körperlichen Aktivitäten nahm er auch wesentliche Änderungen an seinen Essgewohnheiten vor, die schließlich zu einer Umstellung seiner Ernährung führten. Um eine nährstoffreichere Ernährung anzustreben,
stellte er seine Ernährung auf mehr Gemüse, mehr Saft und weniger rotes Fleisch um. Die erste Gewichtsabnahme kam nicht nur seiner allgemeinen Gesundheit zugute, sondern ermöglichte es ihm auch, an Aktivitäten teilzunehmen, die er in der Vergangenheit aufgrund seines Gewichts nicht ausüben konnte. In Anbetracht dessen war es ein großer Schritt nach vorn. Im Rahmen von Pawn Stars ist der Vorfall, bei dem Chumlee ein Hovercraft kauft, äußerst bemerkenswert. Ein Fahrzeug, das auf einem Luftkissen schwebt, wird in dieser Definition als Hovercraft bezeichnet. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften, die es besitzt, ist dieses besondere Exemplar sehr bemerkenswert. Darüber hinaus lag das Höchstgewicht des Hovercrafts zum Zeitpunkt des Kaufs bei 250 Pfund, was 110 Kilo entspricht. Aufgrund dieser Beschränkung war er nicht in der Lage, den größten Nutzen aus dem Hovercraft zu ziehen. Die Kontrolle über das Hovercraft zu behalten, war für ihn daher unmöglich. Chumlees Bemühungen, seine körperliche Verfassung zu verbessern, führten schließlich dazu, dass ihm die Erlaubnis erteilt wurde, das Hovercraft zu bedienen, was für ihn eine glückliche und befriedigende Errungenschaft war. Die bemerkenswerten Erfahrungen, die er während des Abnehmprozesses machte, trugen wesentlich dazu bei, dass es zu dieser Situation kam. Obwohl Chumlee in der Vergangenheit erfolgreich abgenommen hatte, nahm er schnell wieder eine beträchtliche Menge des Gewichts zu, das er in der Vergangenheit verloren hatte. Anfang 2019 lag sein Gewicht bei etwa 160 Kilogramm, 350 Pfund. Bei vielen Menschen kommt es zu Gewichtsschwankungen, vor allem, wenn sie versuchen, ihren Lebensstil umzustellen, was schwierig ist, während sie auf ihr Ziel, ihr Gewicht zu reduzieren, hinarbeiten. Da er sich nicht an seine gesunde Ernährung und sein Bewegungsprogramm hielt, nahm er im Laufe der Zeit immer mehr zu. Infolgedessen nahm er weiter an Gewicht zu. Die sogenannte Gastric Sleeve Chirurgie ist ein Verfahren, bei dem der gesamte Magen verkleinert wird, um die Gewichtsreduktion zu erleichtern und die Nahrungsaufnahme zu begrenzen. Die Tatsache, dass Chumlee unbedingt die Kontrolle über seine Gesundheit zurückgewinnen wollte, war die treibende Kraft hinter seiner Entscheidung, diese Therapie zu Ende zu führen. Wenn es um die Behandlung fettleibiger Patienten geht, die mit Diät und Sport allein nur schwer abnehmen können, ist diese Art der bariatrischen Chirurgie eine Behandlung, die häufig von medizinischen Fachkräften angeboten wird. Patienten, die in diese Kategorie fallen, sind in der Regel hervorragende Kandidaten für diese Art von chirurgischem Eingriff. Die Entscheidung, die Chumlee getroffen hat, sich einer Operation zu unterziehen, sollte sich letztendlich als eine Entscheidung erweisen, die ihr Leben für immer verändern sollte. Für Oktober 2021 hatte sie unglaubliche 160 Pfund, 73 Kilogramm von ihrem früheren Gewicht abgenommen. Infolge des erheblichen Gewichtsverlusts verbesserte sich sein Gesundheitszustand, seine Vitalität nahm zu und sein Selbstbewusstsein in Bezug auf seine körperliche Erscheinung nahm zu. Er war sich auch der Tatsache bewusst, dass sich seine körperliche Attraktivität verändert hatte. Durch Bilder und öffentliche Auftritte konnten seine Anhänger seine zierliche Statur sehen, was dazu beitrug, die bereits stattgefundene deutliche Veränderung hervorzuheben. Chumlee hat einen nicht enden wollenden Kampf geführt, um sein Gewicht zu reduzieren, aber er hat dank seiner unnachgiebigen Entschlossenheit und seiner unnachgiebigen Hartnäckigkeit bedeutende Fortschritte bei der Annahme einer gesünderen Lebensweise gemacht. Seine Geschichte dient als Inspirationsquelle für Menschen, die mit Fettleibigkeit und körperlichen Problemen zu kämpfen haben, die mit denen vergleichbar sind, die er erlebt hat. Obwohl das Hauptaugenmerk von Pawn Stars auf der Ausstellung merkwürdiger Gegenstände liegt, ist es Chumlee gelungen, eine der größten Umwälzungen in seinem Leben zu bewältigen, die er je erlebt hat. Aufgrund seiner Erfahrungen hat er unterstrichen, wie wichtig es ist, Entscheidungen für ein umweltbewusstes Leben zu treffen. Es ist nicht notwendig, sich nur auf kurzfristige Lösungen zu verlassen. Dies ist eine Option. Seine Entscheidung, sich operieren zu lassen, war ein großes Engagement,
für seine langfristige Gesundheit und spiegelte seinen Wunsch wider, alles zu tun, was nötig ist, um sich eine bessere Zukunft zu sichern. Er war entschlossen, alles zu tun, was nötig war, um sich selbst zu retten. Die Fans haben Chumlee nicht nur für seine bemerkenswerten Erfolge bei der Gewichtsabnahme gelobt, sondern auch für seine Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen. Unabhängig davon, ob er sein Gewicht durch Diät, Sport oder einen chirurgischen Eingriff verändert hat, beleuchtet er die Realitäten von Gewichtsproblemen und das Maß an Hingabe, das notwendig ist, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Seine Reisen haben zur Entdeckung dieser Realitäten geführt, die zuvor unbekannt waren. Der Wandel, den Chumlee vollzogen hat es ihm nicht nur leichter gemacht, einen aktiven Lebensstil beizubehalten, sondern hat auch zweifellos seine Lebenserwartung erhöht, was wiederum die Wahrscheinlichkeit verringert, dass er gesundheitliche Probleme bekommt, die mit Fettleibigkeit verbunden sind. Aufgrund seiner Bereitschaft, offen und ehrlich über seine Bemühungen zur Gewichtsreduzierung zu sprechen, wird er von seinen Anhängern sehr viel mehr geschätzt. Er ist eine Person von großer Bedeutung. Der Gedanke, dass sich jeder um seine Gesundheit bemühen kann, unabhängig davon, wo er damit anfängt, ist dadurch gestärkt worden. Aber ist der Mythos der Pornstars wirklich zu Ende? Obwohl Chumlees Zukunft ungewiss ist, steht eines fest: Seine Reise war eine Achterbahnfahrt voller Höhen und Tiefen. Was denkst du? Wird Chumlee eine signifikante Rückkehr erleben oder wird seine Zeit im Rampenlicht von Dauer sein? Wenn Sie TV-Show-Updates, Reality-Star-Nachrichten und exklusive Promi-Geschichten mögen, lassen Sie es uns bitte in den Kommentaren unten wissen. Und vergessen Sie nicht zu mögen, zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hoffen, Sie bald wiederzusehen.